Moin moin und ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, wir spielen gemeinsam L.A.Noire und sind gerade einem weiteren Mordfall auf der Spur. Wir sind immer Mordfällen auf der Spur, was anderes haben wir gerade nicht mehr zu tun. Und jetzt versuchen wir gerade zwischendurch mal wieder ein Straßenverbrechen zu erledigen. Denn davon gibt es ja nun doch einige und irgendwie haben wir von den ganzen, die es gibt, noch lange nicht alle erledigt. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwo welche verpasst haben und die damit nicht mehr machen können. Das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Oder ob man, wenn man das Spiel sozusagen die Story-Mission durchgespielt hat, nochmal Licht an Co. Ob man dann vielleicht sowas wie einen Free-for-All-Modus kriegt und man dann entsprechend ob man dann in diesem Free-for-All-Modus sozusagen die Straßenverbrechen, die letzten, noch nachholen kann. Das weiß ich natürlich nicht. Meine Herren, ist das weit weg. So wait for the next turning and go right. Oh ja, okay. Alter, hier fahren aber auch wieder schicke Karren rum. You need to turn left at the next junction. Ja, okay. Das ist auch ein Schicker hier neben uns da. Ich will so ein 50er-Jahre-Auto mit moderner Technik. Ich finde, die sehen von außen einfach echt super geil aus. Super geil. Oh, hier. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir sehr unbekannt vor. Mit dieser großen Brückenüberführung. Yep. This is car 11 King. Go ahead with the further. 11 King, 2459 suspects sighted in the vicinity of the trolley station on Lucas Avenue between Court and Colton. Mhm. Ja, wir sind dran. You should have iced those folks. You leave no witnesses, you stay out of the I'm not post. riding all the way to Santa Ana and then on to Cincinnati with you pissing in my But I'm ear. tired of always being on the lam. I don't have a choice. A stick-up charge is still a stick-up charge, and I ain't going back inside. Das ist nicht unser Auto. You're both coming with me. Don't do anything stupid. Oh, der hat aber einen heißen Flitzer. Where'd you learn how to drive? That's no way to drive. Alter. Engere Gassen konnte er sich nicht aussuchen für sein komisches Auto. You gotta get me closer. Ja. Sagt sich so leicht. Du musst besser zielen, das ist der Trick. Außerdem hat er hier so eine Rallye-Kiste und ich fahre hier so eine Gurke. Ich hatte gerade extra ein anderes Auto mitgenommen. Oh, scheiße. Jetzt komme ich hier auch nicht weg. Und der fährt einfach weiter. Ich glaub's nicht. Die Truller. Ich glaube, es hackt. Das ist ja der Hammer. Ich wusste es. Ich hab's kommen sehen, ich konnte es nicht vermeiden. Alter, das wird ein anstrengendes Straßenverbrechen, mit dieser Gurke hinter dem herzufahren. Aber so wie der fährt, wird er sich früher oder später irgendwo selber und so, ne? Er hat sogar geblinkt gerade, oder? Das war knapp, das habe ich gut gemacht. Alter, die schießen auf uns. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Ja, haha. Habe ich nicht gesagt? Slow down. I'm not built for these situations. These people are complete savages. Müssen wir die erschießen? Nee, ne? Hands behind your head. Das war ein doofes Strafenverbrechen. Strafenverbrechen. Car 11K calling KGPL. Code 4 at the Lucas Avenue trolley station. The 459 suspects are in custody. Roger, 11K. All units, code 4 on the 459 suspects at the Lucas Avenue trolley station. Ja. Jetzt werden aber hier tatsächlich beide Autos abgestellt. Das finde ich gut. Und nächstes Straßenverbrechen abgeschlossen. Das ist gut. Das war ein ätzendes Straßenverbrechen, ganz ehrlich. Haben wir nicht einmal sowas wie eine Handbremse? Through this intersection. Wir hatten bestimmt sowas wie eine Handbremse, ich habe nur vergessen, wo sie war.
L.A.Noire Drift Party. Hurra! Hurra! Die Autos fahren sich etwas merkwürdig schwammig, aber das ist ja auch gewollt, glaube ich. Go left, just now. Jo, also nicht hier, sondern hier, ne? Das hatte ich gedacht, war mir aber nicht sicher. So. Nee. Ich frage mich, ob man, also ich finde es immer ganz interessant bei solchen Spielen mit so einer Open-World-Geschichte oder zumindest begrenzten Open-World, ob man es hinkriegen könnte, normal zu fahren, also wirklich auch an der roten Ampel zu halten und so. Fände ich spannend. Ich halte das nie durch. Ich bin dafür dann immer zu ungeduldig und so. Aber es gibt bestimmt Leute, die das können. Achso, okay, das war keine gute Idee. Ich dachte, ich könnte hier durch. Entschuldigung. Ah! Verwirrung. Entschuldigung. Tut mir leid. You booze hounds are a liability on the road. Ja. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Okay. Interessant. Also, ungewöhnlich, deswegen interessant. You got some fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. Ja. He's joking, Mr. Robbins. Ah, sie hat hier so ein kleines Camp. Schauen wir mal, was haben wir hier denn? She wasn't always such a loner. Mhm. Gut, da gibt's nicht viel zu tun. Oh. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Ah ja. Ah, guck And mal. she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Mhm. Hier ist noch wieder so eine Bürste, die wir uns nicht angucken dürfen. Ah, ein Bowlingball. Bowlingpin. Aha. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Ja, kann sein. Den Bowlingpin, der ist bestimmt fallrelevant. Ganz bestimmt. Oh, Tatsache. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place, corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Tja, da können wir ja gleich die Arbeit mit dem Angenehmen verbinden. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Oh, das ist ein ganz doofes Thema, Urheberrecht. Ah, so. Ah. Ich hoffe, ihr könnt das auf dem Video erkennen. Es ist ein bisschen dunkel bei mir gerade. Aber ich habe halt auch die Sonne, die jetzt ein bisschen auf dem Bildschirm scheint, deswegen kann ich das nicht abschätzen. Ach ja, Urheberrechte für Musik, das ist als YouTuber natürlich ein Thema, das man ganz besonders liebt. Aber da sage ich jetzt nicht zu viel zu. Außer, dass mir immer mal wieder Videos, wo es offiziell vom Spielehersteller die Lizenz, Let's Play Videos machen zu dürfen, gegeben ist und dann aber einem Videos aufgrund von Musikansprüchen von einer fremden Firma trotzdem gesperrt werden. Das ist ganz spannend. Finde ich, also von der Logik dahinter. Wo ist der Typ hin? Ist der wieder nach vorne gegangen? Sieht so aus.
Ich habe auch nichts gedrückt, es ist instant das Pop-Up-Menü aufgegangen. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Wenn du sie mochtest und sie intelligent fandst, warum verkaufst du ihr dann Alkohol? Aber du siehst mir relativ sicher bei der Sache aus. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Aha, interessant. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Das ist zwar jetzt ein bisschen vage, aber du hast denselben Blick drauf wie gerade eben. Gerade eben war Wahrheit richtig. Ich probiere das nochmal. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Bis jetzt haben wir ja nur vernünftige Leute. Also, naja, gut. Okay, nee. You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Mhm. Was heißt nicht persönlich? Ja, da guckt er jetzt gerade runter. Ich war bis gerade eben, war ich drauf und dran, da jetzt wieder Wahrheit zu drücken, aber jetzt guckt er so fragend runter. Na, Lüge, Nee, da haben wir nichts Spannendes, was da, außer vielleicht. Das wird ja, das Buch kann sie ja mitgebracht haben, das ist kein Beweis. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Na gut. Vernünftiger Typ. Hat uns nicht wirklich irgendwie angelogen. Insofern gehen wir mal zur Bar, oder? Die Bar haben wir noch offen. War doch die Bar, ne? Achso, die Bowlingbahn haben wir auch. Oh, wir gehen erst zur Bar. Kann sich Finnbar wieder einen antrinken. Der wird sich doch freuen, wenn wir zur Bar fahren. Na? Keine Konversation zwischen den beiden? Hätte ich jetzt erwartet. Ich war die ganze Zeit still, weil ich dachte, jetzt fangen sie gleich wieder an, sich zu unterhalten. Das, finde ich, macht das Spiel auch atmosphärisch sehr, sehr dicht. Also, dass man diese ganzen Fahrsequenzen, sowas wie hier, ich fahre jetzt von einem Tatort zum anderen. Also erstens, dass man sie tatsächlich machen muss und dass es nicht direkt aneinandergereiht, wie bei anderen Spielen sozusagen so ist. Und dass sie dann immer sehr, sehr stilvoll untermalt werden von auch den sehr unterschiedlichen Typen, mit denen man als Co-Verbs dann zusammenarbeitet. Also es ist ja nicht so, dass die Gespräche immer gleich ablaufen, sondern es ist wirklich charaktergetreu geschrieben. Finde ich sehr gut. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Lustiger Typ. Na, wer bist du? What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some guck mal. questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective.
What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Boah, der ist arrogant. Der ist arrogant. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Einer wie du, der mir jetzt schon so von Anfang an unsympathisch ist? Nee. Also Lügen, da haben wir überhaupt keine Beweise. Nee. Do you want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Aha. Rusty sagt Comrade? Na dann. You say you barely knew Hast du ein Evelyn? Buch gekauft? Yes, that is correct. Quatsch, du hast dir doch ein Buch geschenkt. Warum schenkt man jemandem kaum You're noch? lying, McCaffrey. You look down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. Mhm. Dim, 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 dim. Und darum schenkst du ihr Bücher? Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself, lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Wer ist Tiernan? Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Ich hätte jetzt gefragt, wer Tiernan ist. Na gut. Hier sind wieder unsere beiden Autos aufgereiht. Das finde ich gut. Ich mag den hier. Ich mag unser aktuelles Polizeiauto nämlich nicht so gerne. Ja, ja, ist doch gut. Bin ja gleich weg. Lass mich doch einsteigen, Mensch. Car 11K, Oh. Car 11 King, KGPO. Ja. Da kam gerade was von der Zentrale. Neues Zielzug. Was? Hä? Ich finde es gerade etwas schade, dass das hier so urplötzlich. Ich würde gerne erst noch zur Bowlingbar fahren. Da ist, glaube ich, irgendwie aus irgendeinem Grund eine Message verloren gegangen, die wir hätten kriegen sollen. Da ist ja auch Rusty ein paar Mal ausgestiegen. Wieder. Warum, weiß ich nicht. Augenscheinlich hat das irgendwie die Message auch kaputt gemacht. Aber wir fahren jetzt erst zur Bowlingbar. Da ich keine aktuelle Notlage erkenne, zur Zentrale zurückzukehren. Das war kein, sie müssen herkommen, die Zentrale brennt. Sonst hätte es ja auch... Und das ist ja auch gleich um die Ecke. Das muss man ja auch nochmal so sehen. Hier so? Hier so? Ah. Ah. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Aha. Let's go get him. Okay, wie kommen wir da hin? Mal eben He drove me up to Mulholland, and we did some necking. da vielleicht? Waitress, could I get another spoon? Aufpassen, dass wir hier nicht hinfahren. Hier vielleicht irgendwie so. Ah, Tiernan! LAPD!
Was, wie, warum rennen der jetzt erstmal gleich weg? Das ist immer eine ganz, ganz dumme Idee. Oh, Auto. There. Oh, geil. Das sieht ja mal nach einem geilen Auto aus. What are you waiting for? Get after it! Ja, das tun wir. Might go faster if we weren't carrying the extra weight. Welches Extra Weight? Oh, ist das ein geiles These Auto. are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Das war jetzt Another nicht gut. runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to lam it. You know, your theories are not airtight by any means. Phelps, you gotta get me closer. Was? Wir waren in This dem isn't the drin. killer. We can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Das war gut. He's going through the square. I hope the people see him in time to get out of the way. Naja, als wenn wir so viel besser fahren. Cole. Now is not the time to play around, Phelps. Ja. What if they run because someone's setting them up? Because they feel like the deck is stacked against them. Haha. I don't make up ridiculous. Put your hands in the Ich will air. das Auto auch noch mal einsteigen. Das ist auch ein cooles Auto, was er da hat. Put your hands in the air. Wave them around like you just don't care. Oh yeah. Ja, und ich würde sagen, ihr habt Glück, dass die Sonne ständig meinen Timer verdeckt, deswegen sind wir schon wieder ein bisschen über der eigentlichen Länge, aber nicht so schlimm. Wir sehen uns aber jetzt in der nächsten Folge wieder, da werden wir zum Zentralrevier zurückfahren und wahrscheinlich mal ein paar Interviews durchführen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage ciao, ciao.